Also Impfen ist ja nun doch unbestritten eine ganz wichtige Maßnahme, um Infektionskrankheiten wirklich zu bekämpfen. Und von den in der Welt wichtigen Infektionskrankheiten, das sind vielleicht 20, ist das bei etwa der Hälfte nur Gott sei Dank möglich. Gott sei Dank auch und mit einem doch erstaunlichen Tempo jetzt bei Covid-19, bei diesen Viruserkrankungen. Insofern ist die Frage, die ist auch historisch bedingt, dass man eben die Impfpflicht einführt, war und ist legitim. Hat die DDR stark gemacht, hat die Bundesrepublik weniger gemacht, aber auch da gab es Zeiten oder einzelne Bundesländer, wo das war. Das ist, kann man drüber streiten. Es gibt viele Argumente dafür. Es gibt auch manche dagegen, natürlich der Selbstbestimmung und so weiter. Nur mein Problem ist, und das ist die Geschichte der DDR im Impfen, Impfen jetzt als Pflicht gegenüber dem Bürger nur zu begreifen, dann mit der Konsequenz, wenn du das jetzt nicht machst, kriegst du ein Bußgeld oder sonst was übergeholfen. Das war nie das Konzept der DDR. Im Gegenteil, und da gibt es auch Belege von Leuten, denen man das abkaufen muss, die Etablierung der Impfpflicht durch die für Gesundheit zuständigen Leute in die Gesetzesgebung der DDR hatte auch den Sinn, wenn ich so eine Pflicht mache, muss dann der Staat in diesem Fall auch dafür sorgen, dass jeder seine Impfung bekommt. So schnell wie möglich und so bequem wie möglich und so weiter und so fort. Also es war in einem großen Maße Verpflichtung des Staates, dafür zu sorgen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Und aus heutiger Sicht, wenn das funktioniert, dann kann ich unter Umständen auch auf eine Impfpflicht verzichten. Das machen wir, die Bundesrepublik, bei Masern richtigerweise nicht, weil es da wirklich darauf ankommt, dass da 95% der Kinder erfasst werden müssen und alles andere wirklich gefährlich ist. Und die ganze Diskussion jetzt um das Impfen gegen Corona zeigt eins, die Masse der Menschen ist bereit, sich impfen zu lassen, und je mehr Impfdosen da sind und man das machen kann, man sieht ja auch den Erfolg. Und das ist, glaube ich, für die DDR eine Grunderfahrung. Die Menschen der DDR, die Eltern wussten, hier tut der Doktor meinem Kind was Gutes, das ist etwas Sinnvolles. Hier, die geben sich Mühe, die erklären mir das. Und das ist ja kein Zufall, dass eben in den Kitas geimpft wurde oder in den Kindergärten, dass in die Schulen gegangen ist, um möglichst alle Kinder zu erreichen. Natürlich immer mit der Zustimmung der Eltern. Und es hat in der DDR auch Eltern gegeben, die sich verweigert haben. Es hat auch Kinder gegeben, die man gar nicht impfen durfte, weil das medizinisch aus verschiedenen Gründen nicht, das ganz exakt geregelt gewesen, nicht zulässig ist. Und dann hat man das auch am Ende toleriert oder hat sie dann doch überzeugt, ohne es gibt keine Belege dafür, dass also Strafen vollzogen worden sind. Also insofern haben wir jetzt vielleicht in der Bundesrepublik selber eine gute Erfahrung, wie das ist mit dem Impfen. Man muss es gut organisieren, und wenn die Menschen merken, ich kann mich hier darauf verlassen, das ist gut auch abgesichert, die sind sorgfältig, dann auch wenn es Hinweise für Komplikationen gibt, dann geht das auch ohne Pflicht.